Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Mario Kart 8 Deluxe Video. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum spiele ich hier Mario Kart 8? Du hast doch letztens erst Mario Kart Super Circuit beendet. Muss als nächstes nicht Double Dash kommen? Das ist richtig. Und dieses Video ist hier auch kein Let's Play. Nein, es ist nur meine Meinung. Meine Meinung zu dem wohl größten DLC, den Nintendo je gebracht hat. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich rede hier vom Wave DLC. Dieses Spiel hier ist jetzt seit wie vielen Jahren auf dem Markt? 2014, ne? Und dieses Spiel bekommt jetzt bis Ende des Jahres 2023 noch weitere Strecken. Das Spiel wird dann einfach 9 Jahre lang das aktivste Mario Kart sein. Krass. Das ist einfach nur krass. So, was ist denn jetzt hier, worum geht's denn jetzt hier? Ihr kennt das wahrscheinlich alle, aber ich muss es trotzdem erklären. So, Mario Kart 8 Deluxe bekommt 12 neue Cups. Wie ihr sehen könnt, da unten sind die 12 normalen Cups. Und jetzt gibt es hier nochmal, wenn wir R oder L drücken, 12 weitere Cups. Ein Cup hat 4 Strecken. Und wenn wir jetzt gut in Mathe sind, dann rechnen wir mal alle Strecken zusammen. 48 plus 48 macht 96. Dieser Mario Kart Teil wird Ende des Jahres 2023 96 Strecken bieten. Wow, einfach nur wow. 96 Strecken und 9 Jahre lang der aktivste Mario Kart Teil. Ich rechne Mario Kart Tour nicht mit ein. Das ist für mich kein Ableger. Anyway, ich habe die Strecken, die 8 neuen Strecken aus Wave 1, im 50er, im 100er, im Spiegel und im 200er schon, wie ihr sehen könnt, perfekt mit 3 Sternen abgeschlossen. Ich habe mir die Strecken gründlich, und ich meine wirklich gründlich angeschaut. Im 50er schön langsam gefahren, jede Ecke erkundschaftet und im 200er nochmal richtig geguckt, richtig die Strecken auseinandergenommen, ob sie gut sind oder nicht. Und jetzt werden wir den 150er hier zusammen nochmal machen und ich werde meine Meinung dazu äußern. Wieso tue ich das? Ganz einfach, weil ich es möchte und weil ich mit Mario Kart groß geworden bin. Ich habe jeden Mario Kart Teil durchgespielt, außer die Arcade Games und Mario Kart Tour. Und da sie auch einige andere Strecken aus den anderen Mario Kart Teilen geremaked haben, wie zum Beispiel Toad Circuit aus Mario Kart 7 oder Choco Mountain aus Mario Kart 64, möchte ich einfach meine Meinung dazu äußern. So, das sind die 12 normalen Cups und wenn wir jetzt R oder L drücken, sehen wir hier die 12 neuen Cups. Einmal Golden Dash Cup, Lucky Cat Cup, Turnip, Propeller, Rock, Moon, Spiny, Acorn, Cherry, Feather, Boomerang und Fruit. So, Wave 1 bietet uns die beiden Cups. Die werden dann Wave 2 sein oder die beiden hier. Man weiß es nicht, ist auch egal. So, Wave 1 bietet uns jetzt Golden Dash Cup und den Lucky Cat Cup. Und die beiden Cups gucken wir uns jetzt in diesem heutigen Part mal an. Das ist eigentlich kein Part hier. Das ist eigentlich nur so ein Info-Meinungsvideo und ein Showcase-Video eigentlich. Fangen wir einfach an mit Golden Dash Cup. Mal sehen, was uns dieser Cup zu bieten hat. Wave 1 bietet uns 7 Retro-Strecken und eine brandneue. Und weil ich Mario Kart Tour einfach so überhaupt nicht leiden kann und mich damit nie auseinandersetzen möchte, finde ich das einzig Geile an diesem Cup, beziehungsweise an diesem DLC, dass ich die Mario Kart Tour Strecken hier schön in Mario Kart 8 spielen kann, ohne mich mit diesem Handy-Game auseinandersetzen zu müssen. Das freut mich sehr. Angefangen mit Paris Promenade aus Mario Kart Tour. Und wenn ich ehrlich bin, Leute, wie gesagt, ich habe ja die 8 neuen Strecken mir gründlich angeschaut, die Musik inhaliert, die Strecken erkundschaftet, die Landschaft genossen, einfach die Strecken auseinandergenommen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, Mario Kart Tours Paris Promenade hier, diese Strecke hier, ist mit Abstand meine Lieblingsstrecke aus diesen 8 neuen Strecken, die wir in Wave 1 bekommen haben. Wieso? Es ist eigentlich ganz easy erklärt. Zuerst finde ich die Musik einfach nur absolut passend. Das soll ja hier Paris darstellen, ist ja logisch. Und die Musik vermittelt das einem auch. Und dann finde ich noch den Streckenaufbau sehr cool von dieser Strecke. Ich spiele gerade mit dem GameCube-Controller, deswegen möchte ich gerade nicht so viel die Knöpfe drücken. Das heißt, wenn ich jetzt ein Item kriegen würde, würde ich jetzt den Item-Knopf spammen, aber das macht Geräusche, deswegen zocke ich es einfach. Ich strenge mich hier auch gerade gar nicht an. Ich fahre einfach nur. Und ich zeige euch auch hier jeden Weg, den es hier gibt. Denn diese Strecke ist ziemlich besonders.
Die dritte Runde zumindest ist sehr besonders. Wie ihr sehen könnt, in den ersten beiden Runden fahren wir hier diese Wege lang, aber die dritte Runde wird sich stark ändern. Jetzt fahren wir nicht mehr da geradeaus weiter, sondern wir drehen uns einfach mal und fahren jetzt rückwärts, so gesehen. Da hätten wir jetzt nochmal fliegen können, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Und jetzt gibt es Gegenverkehr. Das erinnert natürlich stark an Mario Kart Double Dash, an Luigi's Circuit, die allererste Strecke. Keine Sorge, Leute, Mario Kart Double Dash Let's Play kommt. Und da gibt es auch eine Überraschung, aber da müsst ihr noch abwarten. Anyway, wir fahren jetzt hier rückwärts und das ist einfach so ein tolles Gefühl, ich liebe es. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum, nicht der einzige Grund, aber ein starker Grund, warum ich diese Strecke am meisten feiere von all den DLC-Strecken. Aus Wave 1 natürlich, da kommen ja noch sehr, sehr viele Strecken. Man könnte auch hier bei diesen Papp-Piranha-Pflanzen da, ich fahre mal kurz, ich zeige es euch mal hier, ist auch egal, da kann man noch durch die Mitte fahren, wenn man einen Pilz hat. Also ziemlich cool aufgebaut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, die Musik gefällt mir auch. Paris-Promenade, mein Favorite aus Wave 1. Definitiv. So, nächste Strecke ist, wie ich finde, schon gleich disappointing. Es ist nämlich Toad Circuit aus Mario Kart 7. Wenn wir schon mal über Mario Kart 7 reden, kann ich euch gleich mal etwas dazu sagen, was Mario Kart 7 und meinen Kanal betrifft. Ich werde Mario Kart 7 nicht Let's Playen können, da es auf dem 3DS erschienen ist und ich keine Möglichkeit habe, das Spiel mit guter Qualität aufzunehmen und ich möchte euch auch kein Crap bieten. Deswegen werden wir Mario Kart 7 nicht auf diesem Kanal Let's Playen zusammen. Aber keine Sorge, Leute, ich habe Mario Kart 7 privat damals schon gesuchtet. Nicht gesuchtet, nicht so krass gesuchtet, aber auf jeden Fall sehr doll gespielt, sehr oft gespielt und ich kenne die Strecken auch. So, warum ist jetzt Toad Circuit so disappointing? Also erstmal finde ich, es kommt aus Mario Kart 7. Das heißt, es ist noch relativ neu. Das kann man jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen, weil Mario Kart 8 kam ja schon 2014 raus. Das ist ja auch heftig. Ne? Jetzt werde ich hier rumgereicht gerade, ist auch schön. Und ich finde Toad Circuit einfach unspektakulär. Das ist jetzt meine eigene Meinung, weil ihr seht, es ist halt einfach eine typische Circuit-Strecke. So, man kennt's, ne? Und ich weiß nicht, was kann man noch dazu sagen? Es ist irgendwie einfach nur lame. Es gibt hier keine Antigravitation, das ist ja das neue Element aus Mario Kart 8 gewesen und das gibt's hier einfach gar nicht. Das gab es in Paris-Promenade, glaube ich, auch nicht. Man kann nur an einer Stelle kurz fliegen, das ist auch nichts Besonderes, da es in Mario Kart 7 genauso ging. Also es ist eigentlich nur straight kopiert. Straight aus Mario Kart 7 einfach kopiert und hier reingefügt. Copy-Paste, lass es mir so sagen. Einfach... Also die hätte man nicht eine andere Strecke nehmen können? Klar, irgendwann muss jede Strecke mal geremaked werden, aber warum jetzt gerade Toad Circuit so? Dann könnt ihr jetzt argumentieren, okay, Toad hat keine richtige Strecke hier in Mario Kart 8. Aber dann fällt mir nur Toad's Turnpike ein, das N64er Remake. Und Mario Kart Wii hatte ja Toad's Factory, was richtig Hype war. Aber das stampft ja Toad einfach nur in den Boden, die Strecke hier. Das ist einfach nur lame. Meine Meinung. Nicht so schön. Und dafür nochmal Geld bezahlen für so eine lame Strecke ist schwierig. Und jetzt kommen wir zu Choco Mountain. Und wie ihr sehen könnt, kommt das aus Mario Kart 64. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass Mario Kart 64 mein absolutes Lieblings-Mario Kart ist. Und jetzt könntet ihr meinen, ich werde diese Strecke sehr, sehr loben, doch das stimmt leider nicht. Was mag ich denn jetzt an diesem Remake erstmal? Also, was finde ich denn an dieser Strecke erstmal toll? Erstmal die positiven Sachen. So. Erstens muss ich sagen, die Musik ist nur okay. So, dieses Instrumental passt einfach nicht, wie ich finde. Gefällt mir nicht so. Es ist okay. Wenn ihr jetzt mal das Original Choco Mountain aus Mario Kart 64 aufmacht und das mit Headphones euch mal gönnt, dann werdet ihr merken, dass das Original einfach 18.000 Mal besser ist als das hier. Was finde ich an der Strecke noch toll? Ich finde das Design einfach beautiful. Es ist einfach wunderschön, es erinnert mich direkt an Mario Kart 64 aus damaliger Zeit und ich liebe es. Das Design ist wirklich schön, das ist das Schönste an dieser Strecke. Und dann noch die ganzen Werbungen, hier Yoshi's Egg, das war in Mario Kart 64 genauso, da gab es auch Werbung rechts und links.
Hier der Tunnel, den haben sie erweitert. Der Tunnel war in Mario Kart 64 nicht nur 2-3 Sekunden lang, aber hier ist es ja eine ganze Höhle geworden. Die haben die Strecke auf jeden Fall auch ein bisschen verändert. Hier diese Sprungschanze gab es nicht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, dass sie das hier eingebaut haben, weiß ich nicht. Dann noch dieses Aufpassen-Schild. Hier fallen Felsen. Das gab es im Original auch. Haben sie auch gut daran gedacht. So, und jetzt kommen die negativen Sachen. Ich finde, diese Strecke ist im 100er Hubraum am besten. Wieso? Weil im 150er Hubraum ist man zu schnell, sodass man diese 3 Rampen nicht alle trifft. Wenn du bei der ersten Rampe einen Stunt machst, überspringst du die zweite Rampe und landest auf der dritten. Das ist nicht satisfying. Absolut nicht. Leute, die Mario Kart 64 gespielt haben, wissen, wie satisfying es ist, über diese Schokohügel zu springen. Aber wenn du hier im 150er spielst, das habe ich gemerkt, als ich den Spiegelmodus gespielt habe, weil das ist ja auch 150er Hubraum. Und da habe ich gemerkt, man springt über den zweiten Hügel und das hat mich mehr angekotzt, als ich dachte. Das heißt, diese Strecke im 100er Hubraum spielen, weil da ist man so schnell, dass man nicht über die zweite Rampe springt. Ich zeige es euch jetzt genau, was ich meine. Hier ist die erste Rampe. Ich mache hier einen Stunt, überspringe den zweiten Hügel dort und lande dann auf dem dritten Hügel. Und das ist unsatisfying. Extremely unsatisfying und ich hasse es. Ich hasse es sehr. Ja, das ist alles, was ich zu der Strecke sagen kann. Ich habe mir viel erhofft, aber ist okay. Im 200er machst du einen Stunt auf dem ersten Hügel und landest schon im Ziel. Also, dazu brauche ich auch nichts sagen. Und jetzt kommen wir wohl zum größten Disappointment in diesem DLC Wave 1. Coconut Mall aus Mario Kart Wii. Und jetzt werde ich mal so einen richtigen Rant raushauen, Leute. Nicht nur ich. Als Wave 1 rauskam, während ich umgezogen bin, habe ich schon im Internet gelesen, dass diese Strecke von den meisten Leuten einfach gehasst wird. So. Und jetzt sage ich euch auch warum. Und ich finde es auch acceptable. Also, stellt euch vor, Mario Kart Wii kam raus, Coconut Mall war im Hype, die Musik ist absolut memehaft. Jeder, der sich irgendwie mit Memes beschäftigt, kennt Coconut Mall. Ich kenne Coconut Mall. Ich habe Mario Kart wie damals gesuchtet wie sonst was, als gäbe es keinen Morgen. Und wenn du online da getryhardet hast hier auf Coconut Mall, war einfach eine gute Zeit. So. Das hat Nintendo natürlich bemerkt. So, oh, mit Coconut Mall haben wir richtig reingehauen. Und dann haben sie sich gedacht, oh, jetzt hauen wir Mario Kart 7 raus. Da remaken wir doch gleich mal Coconut Mall. Damit jeder einen Grund hat, dieses Spiel zu kaufen. Dann haben sie das gemacht, okay. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie gut Mario Kart 7, also wie gut Coconut Mall in Mario Kart 7 war. Ich erinnere mich da nicht mehr so gut daran. Aber jetzt, ich meine, sie haben es in Mario Kart 7 geremaked. Und jetzt nur, um nochmal den Hype zu vergrößern, remaken sie es in Mario Kart 8 nochmal? Das ist einfach nur arm. Einfach nur armselig. Einfach armselig. Sorry, da fällt mir nichts zu ein, außer dass es einfach nur billige Geldmacherei ist, so gefühlt so. Das ist extra einfach nur gefühlt dafür da, so, oh, guck mal, wir haben Coconut Mall. Kauf dir den DLC. Du weißt, wie geil Coconut Mall ist. Kaufst dir. Ja, das ist einfach nur dumm. Einfach nur enttäuschend. Das ist das Wort. Enttäuschend. Und die Musik ist um Längen nicht so geil wie in Mario Kart Wii. Das könnte vielleicht der Nostalgiefaktor sein, der in mir rausspricht, aber ich finde, die Musik ist einfach auch nicht so gut wie in Mario Kart 7. Wie in Mario Kart Wii, meine ich. Ich versuche gerade noch Erster zu werden, weil ich die 3 Sterne haben will. Und die 3 Sterne kriegt man nur, wenn man Erster wird, aber Peach will mich hier gerade einfach nicht in Ruhe lassen. Wieso auch immer. Abgesehen davon, diese Stelle hier zackt auch komplett. In Mario Kart Wii sind da 3 Autos, die nach rechts und links fahren. Und da saßen die Mies drin, die du auf deiner Wii gespeichert hattest. Aber hier sind es nur 2 Autos, die einfach nur stehen. So, ich meine, wenn du die Strecke neu machst, dann lass doch wenigstens, da verändert doch nichts. Also klar, es ist ein Remake. So, Remake da ändern sich Sachen, klar. Aber warum ändert man so etwas? Und warum ändert man es ins Schlechte? So, mach es doch wenigstens vielleicht etwas spannender, mach es schwieriger oder so. Aber mach es doch nicht einfacher, wie das da. Also, was kann ich zu Golden Dash Cup sagen? Die erste Strecke ist die beste vom ganzen Wave 1. Die zweite Strecke ist einfach nur lame.
Die dritte Strecke hat es versucht, gut zu sein. Es ist auch okay, aber nichts allzu Gravierendes. Und die vierte Strecke ist einfach nur, um Hype zu gewinnen. Und ja, das war's. Meine Meinung zum ersten Cup? Keine Ahnung. Es hat eine sehr gute Strecke, es fängt sehr gut an, aber danach laggt es. Also above average, so 5 von 10. Vielleicht Maximum noch 6, aber nein, 6 schafft es nicht. 5 von 10. Und die erste Strecke carried es auf jeden Fall. Anyway, wir machen weiter. Es gibt ja noch eine zweite Strecke und die kann mal Luigi fahren. Warum nicht? So, und das ist der Lucky Cat Cup. Hier haben wir Tokyo Blur aus Mario Kart Tour, Shroom Ridge aus Mario Kart DS, Sky Garden aus Mario Kart Super Circuit und Ninja Hideaway. Eine komplett neue Strecke. Let's go! So, angefangen wieder mit einer Mario Kart Tour Strecke. In Golden Dash Cup, Paris Promenade. War ja Mario Kart Tour die beste, Mario Kart Tour sag ich. Paris Promenade die beste Strecke. Und dann dachte ich mir vielleicht so, vielleicht ist der Tokyo Blur aus Mario Kart Tour in diesem Cup auch die beste Strecke. Und vor allem, da ich die Mario Kart Tour Strecken nicht kannte, beziehungsweise immer noch nicht kenne, ich kenne jetzt nur die zwei hier, habe ich mir erhofft, so vielleicht wird die Strecke ja auch richtig episch. Und dann habe ich auf diese Map geguckt und dachte mir so, nice, das erinnert mich direkt an Pilz City aus Double Dash. Denn die Map sah genauso verwirrend aus. Und diese Strecke Tokyo Blur hat auch ungefähr die gleiche, wenn nicht sogar genau die gleiche Eigenschaft wie Paris Promenade. Man fährt in der dritten Runde auch einen anderen Weg. Aber in dieser Strecke fährst du jede Runde einen anderen Weg. Jede Runde. Also wir sind jetzt einmal, glaube ich, komplett außen rum gefahren in der ersten Runde. Und die zweite Runde lässt uns jetzt hier nach rechts fahren. Hier nach rechts fahren statt nach links. Und dann bei der zweiten Abbiegung nach links. Und in der nächsten Strecke fahren wir dann gleich da vorne rechts lang. Was kann ich eigentlich dazu sagen? Ich mag sowas, wenn ich ehrlich bin. Es ist mal was Neues. Weil in Mario Kart war bisher immer so, du hast eine Strecke gegeben und du fährst diese Strecke jetzt einfach 3 Runden lang. Und versuchst da so gut wie möglich durchzufahren. Aber jetzt fangen sie ja langsam damit an, in jeder Runde dich einen anderen Weg fahren zu lassen. Und das ist schon was Krasses. So. Das ist schon mal was Neues, das gab es vorher nicht. Und wie gesagt, in Paris Promenade hat mir das ja sehr gefallen. Und hier in Tokyo Blur gefällt mir das auch. Trotzdem muss ich sagen, ist es nichts Besonderes. Die Strecke ist für mich nichts Besonderes. In 200er, Leute, ist diese Strecke so schnell vorbei, das glaubt ihr gar nicht. Die Strecke ist einfach so, zack, du schnippst einmal mit dem Finger und die Strecke ist um. Die Musik ist auch ganz okay. Das Design gefällt mir sehr. Eine passable Strecke, sagen wir mal so. Ganz okay. Der Cup fängt schon mal ganz gut an. Nichts allzu Besonderes, aber auch eine ganz tolle Strecke. Und jetzt kommt Mario Kart DS Pilzpass. Diese Strecke habe ich in Mario Kart DS absolut gefeiert. Die Musik habe ich gefeiert, die Strecke habe ich gefeiert. Ich habe diese Strecke in Mario Kart DS geliebt. Dann war ich natürlich extrem hyped, als ich jetzt gehört habe, dass Pilzpass auch hier in Mario Kart 8 Deluxe sein wird. So, dann habe ich diese Musik gehört, habe instant Nostalgie bekommen. Die ist zwar, wie in den meisten Fällen, nicht besser als das Original. Ich bin immer so ein Freund von originalem Soundtrack. Und Remastered oder Remaked Soundtrack gefällt mir meistens nicht. Zu 95% nicht. Diese Musik ist okay, aber ich prefer dann immer noch schön Mario Kart DS Pilzpass Soundtrack. So, und was kann ich eigentlich zum Design sagen? Es sieht beautiful aus. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Man könnte meinen, das Gras sieht ein bisschen billig aus. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, so die Toads und die Yoshis, die da oben sind und die Autos, die finde ich auch schön. Das Einzige, was mich stört, in Mario Kart DS, und ich bin mir ziemlich sicher, auf dem Pilzpass sind die Autos in beide Richtungen gefahren. Aber wie ihr es wahrscheinlich schon bemerkt habt, fahren alle Autos in dieselbe Richtung, in die ihr auch fahrt. Da kommt also niemals ein Auto von vorne. Und ich kann euch versichern, ich erinnere mich da sehr, sehr daran, dass in Mario Kart DS das nicht der Fall war.
in Mario Kart DS auf dem Pilzpass sind auch von vorne Autos auf dich zugekommen. Ich sag immer Karts. Das finde ich nicht so toll. Ich meine, es nimmt wieder nur die Schwierigkeit der Strecke weg, weil in Mario Kart DS bist du sehr oft gegen die Autos die von vorne kamen, reingefahren. Und warum nimmt man jetzt die Schwierigkeit der Strecke weg? I don't get it. So, und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich habe jetzt gerade keinen Pilz bekommen. Hier ist auf jeden Fall noch eine Rampe. Die kann man auch nehmen, auch nutzen, auch schön. Dann fliegt ihr hier in den Tunnel rein. Der Tunnel sieht sehr schön aus. Ich finde es episch, wie das Licht eures Karts oder eures Bikes im Tunnel angeht. Dann ist hier noch... okay, das habe ich auch noch nie erlebt. Dann ist da noch so ein Luftdingenskirchen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau nennen soll. Da kann man dann auch überfliegen, wenn man einen Pilz hat. Da ich auch nie einen Pilz bekommen habe, ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Und damit haben wir auch den Pilzpass geschafft. Abschließend kann ich dazu sagen, ist es eigentlich genauso wie Tokyo Blur. Eine passable Strecke, Musik ist auch in Ordnung. Man hat wieder die Schwierigkeit weggenommen. Ich verstehe nicht, was das soll. Und jetzt, Leute, kommen wir zur schlimmsten Strecke in diesem Wave 1. Mario Kart Super Circuits Sky Garden. Da ich vor allem erst letztens Mario Kart Super Circuit Let's Played habe und da den Sky Garden natürlich gespielt habe und da Sky Garden einer meiner Lieblingsstrecken ist, war ich erstens hyped und zweitens enttäuscht. Ich war hyped, dass es die Strecke gibt. Dann habe ich auf YouTube ein Video gefunden, wie jemand erzählte, dass diese Strecke auch in Mario Kart Tour gab. Ihr wisst ja, ich habe von Mario Kart Tour keine Ahnung und ich will auch davon keine Ahnung haben. Und da haben sie in Mario Kart Tour diese Strecke genauso remaked wie hier. Die sieht genauso behindert aus wie hier. Was heißt behindert? Am Design liegt es ja nicht, es liegt am Streckenverlauf. Die haben den Streckenverlauf einfach komplett geändert. Es ist tragisch. Ich meine, vergleicht mal die Map. Vergleicht die Map aus Mario Kart Super Circuit, Sky Garden und dann vergleicht mal die rechte Map hier von Mario Kart 8 Deluxe. Da fehlen Kurven, da fehlt Sonstiges. Also, ich verstehe es nicht. Was hat sich Nintendo dabei gedacht? Ich verstehe nicht, was Leute sich bei sowas denken. Was geht dir da durch den Kopf so? Die haben sich ja hingesetzt. Die müssen sich ja hingesetzt haben und dann diese Strecke designt haben. Du hast eine Vorlage, Junge. Du hast eine Vorlage. Dieses Spiel existierte in Mario Kart Super Circuit, diese Strecke hier. Du hast eine verdammte Vorlage. Dann halt dich doch bitte auch daran. Warum nimmst du der Strecke Kurven weg? Warum? Es ist doch ein Remake vom Sky Garden und nicht. Das ist doch keine neue Strecke. Warum nimmst du denn der Strecke Kurven weg? Verstehe ich nicht. Man kann hier auf jeden Fall auch noch abkürzen, wenn man einen Pilz hat, hatte ich aber nicht. Ich versuche jetzt noch Erster zu werden. Daisy ist hinter mir. Ich will ja noch 3 Sterne haben hier. So. Okay. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, da es diese Strecke anscheinend in Mario Kart Tour auch gibt, haben die sich wahrscheinlich gedacht, komm, wir machen uns das mal so richtig einfach. Wir machen mal wieder Copy und Paste. Nehmen diese in Mario Kart Tour schon schlecht geremakte Sky Garden Strecke und packen sie nochmal schön in Mario Kart 8 Deluxe rein. So. Traurig. Absolut traurig. Ich finde die Strecke schlimmer als Toad Circuit. Einfach nur Müll. Und jetzt kommen wir zum wohl gehyptesten Track. Eine ganz neue Strecke, nämlich Ninja Hideaway. Leute, diese Strecke im 200er ist brutal. Die Strecke im 200er ist wirklich brutal. Du kannst da so krass abkürzen, das glaubst du gar nicht. So, fangen wir an. Ich habe sehr viel zu erzählen zu der Strecke, also let's go. Der Start ist schon mal mega cool. Ich finde, das Design der Strecke ist 11 out of 10. 11 von 10, was das Design angeht. Einfach nur heftig, einfach nur krass. Man kann da oben lang gehen, man kann aber auch hier unten lang gehen. Und ich zeige euch mal, ich versuche euch so viele Wege wie möglich zu zeigen. Hier hinter diesen Piranha-Pappfiguren gibt es einen Weg. Und das ist so gesehen eine Abkürzung. Und jetzt gibt es hier einmal so einen richtig heftigen Aufstieg. Und dann noch durch diese Bambusrohre kann man sich dann noch hier ganz hoch boosten. Kann man hier oben lang fahren, die Zahnräder sehen, wie das hier alles funktioniert. Die Musik passt zu der Strecke einfach nur perfekt. Also, was Ninja Hideaway angeht, haben die sich wirklich bemüht. Da
kann man hier auf diesen ganzen einzelnen Dingern noch Stunts hier ausführen, dann kann man hier oben noch bleiben, man kann hier oben weiterfliegen. Dann gibt es hier oben noch einen Weg, wenn ich es schaffe, dahin zu kommen. Dann gibt es manchmal Ninja Shy Guys, die einfach so random auftauchen. Da liegt manchmal eine Banane rum. Und wenn du dich der Banane näherst, realisierst du, dass es gar keine Banane, das ist ein Shy Guy, der sich als Banane getarnt hat. So, dann ist hier oben noch ein Weg, da habe ich es nicht hingekriegt, aber wir fahren jetzt mal hier lang. Ja, die 3 Shy Guys sind manchmal auch einfach nur eine Banane. Wenn man sich dem nähert, dann verwandeln sie sich in Shy Guys. So, da oben sind wir ja schon mal lang gefahren, deswegen fahren wir jetzt mal unten lang. Dann sind hier noch diese Wasserfontänen und wie das Wasser fließt. Dann kann man hier unten natürlich auch lang fahren. Ich bin ja erste Runde oben lang gefahren. Man kann auch hier unten lang fahren. Also Ninja Hideaway. Schon echt Props gehen raus an die Entwickler für diese Strecke. Trotzdem muss ich sagen, jeder hypt die Strecke, aber ich finde sie jetzt nicht so. Also ich würde sie jetzt nicht hypen. Steht ihr? Ich finde sie sehr, sehr cool gemacht. Aber ich würde sie jetzt nicht so zu Tode hypen, wie es jeder andere tut. So, jetzt versuche ich mal hier oben lang zu fahren, aber der Staripanzer will mich dran hindern. Ja. Grüße gehen raus an dich, Staripanzer. Du hast gerade dafür gesorgt, dass ich da nicht lang gehen konnte. Oh, diesmal war es eine Banane. Krass, der hat sich diesmal nicht verwandelt. Der verwandelt sich also nicht immer, der Shy Guy. Das ist auch interessant zu wissen. So, als ich das erste Mal die Strecke gefahren bin, Leute, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wo ich hier lang muss, was hier Sache ist. Ehrlich, ich war total verwirrt. Bin, glaube ich, auch 7. oder 8. geworden am Ende, weil ich habe das total verkackt. Wie gesagt, Ninja Hideaway, die Musik ist top. Die Strecke sieht einfach nur beautiful aus. Sehr verwirrend. Man muss die Strecke sehr oft fahren, damit man jeden Weg mal gesehen hat. Das habe ich auch getan. Ich habe ja im 50er, im 100er, im Spiegel, im 200er bin ich die ganzen Strecken ja gefahren, damit ich für dieses Video perfekt vorbereitet bin. Und wie gesagt, Ninja Hideaway wird von jedem gehypt, aber ich muss sagen, ich finde es nur okay. Ich finde, Paris-Promenade ist immer noch die beste Strecke aus Wave 1. Und das war's auch schon für diesen Info-Part zu Wave 1. Wenn Wave 2 rauskommt, Leute, erwartet ein nächstes Video von mir. Ich werde zu jedem Wave mal ein Video machen und meine Meinung äußern. Und wenn wir dann irgendwann mal in Zukunft, keine Ahnung in welchem Jahr das sein wird, 2026, 2027, wenn wir dann endlich mal Mario Kart 8 Deluxe spielen sollten, weil ich mache ja immer eine lange Pause zwischen den Mario Karts, da man irgendwann auch mal die Schnauze voll hat. Wenn es dann soweit ist und wir Mario Kart 8 Deluxe Let's Playen, dann werden wir diese Strecken nochmal genießen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch meine Meinung gefallen hat. Lasst ein Dislike da, wenn es euch nicht gefallen hat. Auch wenn es eigentlich eine Meinung ist und Meinungen kann man nicht eigentlich... Ihr wisst, was ich meine. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Strecken haltet. Welche Strecke liebt ihr am meisten? Welche Strecke findet ihr total lame und schlecht? Habt ihr euch den DLC gekauft? Habt ihr es gelassen? Habt ihr überhaupt Mario Kart 8 Deluxe? Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr zu diesem Wave 1 Video haltet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Mario Kart 8 Deluxe Wave 2. Bleibt clean und bis zum nächsten Mal. Ciao.